Hallo, ich bin James der Gärtner und heute bin ich hier in der KGA, Königliche Gartenakademie hier in Berlin Dahlem und ich werde Wurzelstecklinge von Mohn machen. Kommen Sie mit. So, wir sind hier. Hallo Thea, das ist Thea, die Chefgärtnerin bei der Gärtnerischen Königsakademie. So Thea, ich war krank an dem Tag, als die Azubis Wurzel mal wieder. Ja. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Ja, manche Pflanzen haben ganz tolle Wurzeln und die eignen sich super, Wurzelschnittlinge zu machen. Okay. Und wenn man jetzt aus einer Pflanze ganz viel haben möchte und ganz schnell, schneller als über Saatgut, kann man das mit Wurzelschnittlingen machen. Besonders eignen sich dazu zum Beispiel Papaver orientale, der Mohn. Der bildet nämlich ganz tolle lange Wurzeln. Wow. Und die kann man für die Schnittlinge nutzen. Okay. Das geht eigentlich relativ simpel. Man macht die so etwa bleistiftstark und schneidet so rum. Wichtig ist, dass man sich orientiert, wo ist unten und oben, weil natürlich nach unten die Wurzeln wieder gehen und nach oben die Triebspitzen kommen. Damit ich das nicht verpasse, schneide ich mir das unten ein bisschen schräg. Ich weiß daher, dass es unten, wenn ich es nachher in den Topf packe. Okay. Und wie alt ungefähr sind diese Pflanzen? Diese Pflanzen, die habe ich aus dem Beet rausgeholt, weil wir das Beet verändern. Die sind jetzt etwa 5, 6 Jahre alt. Aha. Aber es geht oft schon nach Pflanzen, die so 3 Jahre alt sind. Dann haben die schon kräftige Wurzeln. Und die hast du gerade aus dem Beet einfach so? Die habe ich gerade rausgeholt, weil das Beet verändert wird. Okay, aber sicherlich muss man ziemlich vorsichtig sein, weil diese Wurzeln, die sehen ein bisschen zerbrechlich aus. Die sehen zerbrechlich aus und gerade beim Papaver, der macht eben lange, feste Wurzeln und da muss man beim Ausgraben aufpassen, dass man sie nicht gleich alle abrupft. Okay. Und wie lang sollte eine Steckling sein? Also wenn man so sagt, so 3, 4 Zentimeter, vielleicht 5, das wäre schon schön. Zu kurz nicht. Okay. Das wäre jetzt schon sehr schön, optimal. Das sind die nächsten Pflanzen, die kommen wieder ins Beet. Die wachsen weiter? Die wachsen toll weiter, machen hier genau wie bei den anderen nach unten die Wurzeln. Ja. Kann man also wieder verwenden. Okay. Das ist sozusagen die ganz große Mutterpflanze. Hier habe ich schon ein bisschen was abgeschnitten. Ja. Könnte man sogar den auch noch mitnehmen. Unten wieder schräg anstellen, damit wir wissen, wo unten ist. Okay, und die anderen sind zu dick? Die anderen sind zu dick, das macht nichts. Okay. Damit die mir nicht austrocknen, kommen die erstmal in die Erde, bevor sie wieder gepflanzt werden. Liebevoll versorgt, das ist liebevoll super. Versorgt. So. Okay. Und was machst du dann mit den? Mit den Stecklingen, entweder mache ich die gleich in den Topf, weil die ja sehr gut weiter wachsen. Und Thea, was für Erde verwendest du da? Weil die Leute fragen immer, was für Erde, was ist das für Also man Erde? muss jetzt hier keine Aussaaterde nehmen, man muss keine irgendwie Special-Erde nehmen, das ist ganz normale Topferde. Okay. Oder natürlich kann man auch Kompost nehmen. Kompost ist gut. Kompost ist auf jeden Fall gut. Die stecke ich gerade rein, unten nach unten, Erde rüber. Fertig. Ein pro Topf. Dann. Ein pro Topf, weil die relativ gut weiter wachsen kann. Wenn man nicht so viel Platz hat für Töpfe, kann man die auch in kleine Palettchen machen und mehrere in einen. Aber dadurch, dass das sehr schöne, große, kräftige Wurzeln sind, kann man hier einen pro Topf machen. Okay. Und was passiert mit den Töpfen dann? Wo müssen die hin? Die Töpfe, die können wir entweder wir haben die Möglichkeit, ein kleines Gewächshaus zu stellen oder auf die Fensterbank. Die brauchen auch gar nicht viel Folie drüber, die wachsen eigentlich relativ entspannt weiter. Daher ist es gut, zu einer Zeit zu machen, wo die anfangen zu wachsen, nicht im vollen Wachstum sind, weil sie dann zu viel Grün nach oben haben, sondern wo sie anfangen zu wachsen, ist perfekt. Okay, das heißt, Frühjahr ist die beste Zeit. Genau, Frühjahr ist die beste Zeit, weil sie dann loslegen wollen. Und das dürfen sie hier. Okay. Also eignen tut sich das für Pflanzen, die halt besonders gut kräftige Wurzeln machen oder die von sich aus schon Wurzeltriebe machen oder Wurzelspitzen. Da wäre zum Beispiel auch noch Astern mit genannt. Wenn man das sehen kann, wenn du hier mal guckst, ich gebe es dir mal rüber, hier macht die Wurzel schon von alleine weitere Triebe. Und da sieht man, wie die Wurzel in der Lage ist, unter der Erde sozusagen schon frische Triebe zu bilden. Das kleine Ding da? Genau, das wächst weiter und da kann man sozusagen auch wieder einen Wurzelschnittling machen. Okay, und die Pflanze, die vermehrt sich, indem sie über die Erde so... Ganz genau. hupft. Das ist für manche Beete ein bisschen aggressiv, also es ist eine, die Ausläufer macht. Ja. Und ausläuferbildende Pflanzen eignen sich halt besonders gut dafür. Okay, und die erkennt man in der Gärtnerei, das sind die Pflanzen, die den Topf wirklich so fast sprengen. Die den Topf sprengen und eigentlich schon längst raus wollen. Okay, und so eine Pflanze könnte man kaufen und gleich teilen dann, oder? Die könnte man gleich teilen oder wenn man jetzt eine Ecke hat, wo man sagt, da will ich jetzt
Pflanzen haben, die besonders gegen Wühlmäuse sind, weil da gehen Wühlmäuse ungern rein. Das ist ihnen halt viel zu eng. Ja. Und da möchten sie nicht so gerne ran. Und das ist zum Beispiel viele Astern gut auch gegen Wühlmäuse. Okay. Und würdest du dann hier schneiden? Da würde ich dann schneiden, okay. genau. Vielleicht kann ich das machen. Darf ich das machen? Das darfst du auch machen. Ich habe hier so ein schönes Messer gefunden. Man braucht dann ein paar Wurzeln, sicherlich. Genau. Ja. Und dann beliebig. Das ist beliebig. Du siehst ja, dass da unten drunter sozusagen schon die Wurzeln anfangen. Zack. Okay, das sieht ziemlich klein und... Ja, das ist kein Problem. Die wachsen sehr gut weiter. Also hat man eine relativ hohe Rate. Also ich sage mal, von 50 kommen garantiert 40. Wow. Okay. Und was mache ich mit dem dann? Wieder Genau Topf? das Gleiche. In den Topf mit Erde. Das habe ich gelernt. Hände wie Schaufel. Genau, Hände wie Schaufeln. So, und dann einfach oben drauf legen oder Man oben, kann es unten? auch hinlegen, das ist auch möglich. Ja. Aber eben wie gesagt, dass die obere Stelle weiß, dass sie nach oben muss. Okay. Ich steck's meist, aber mit Legen geht es auch. Und dann lässt man eine kleine Spitze oben Genau, drüber. die will ja schon. Die will ja schon, okay. Die Pflanze redet mit uns. Wichtig ist bei den ganzen Pflanzen, da wir ja so unterschiedliche Sachen haben, dass wir sagen, immer ein Etikett mit rein, damit ich weiß, was es ist. Und Datum? Das ist das Datum von der ersten Teilung der Pflanze. Die haben wir uns eine große Pflanze zurückgelassen als sogenannte Mutterpflanze, um da Wurzelschnittlinge draus zu machen. Okay. Und wie lange dauert es, bis diese Pflanzen, bis der Aster und diese Möhne, bis die blühen? Bis die blüht, denke ich, dauert das bei dem Mohn gar nicht so lange. Aber ich denke, so 2 Jahre braucht man schon, bis die blüht, dass die wirklich im Beet ist und losmarschieren kann. Okay, danke. Thea, vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, dass Sie auch was gelernt haben. Ich habe viel gelernt. Also es lohnt sich immer, mit erfahrenen Gärtnern zu reden. Machen Sie das in der KGA in Berlin. Wenn Sie mich Fragen stellen möchten, dann unten, irgendwo hier unten gibt es einen Kasten, den wir extra dafür gebaut haben. Schreiben Sie rein Ihre Fragen oder Anregungen für weitere Filme. Wir sind immer dafür sehr dankbar. Und wenn Sie weitere Filme sehen möchten, die wir schon konstruiert haben, dann schauen Sie hier. Die sind alle da. Ich spüre sie. Und Sie können sie auch spuren, indem Sie drauf klicken. Also wir werden uns freuen. Bis nächstes Mal. Tschüss.